Hallo und herzlich willkommen bei der Sprachenfabrik GmbH, genau genommen in unserer Online-Schule. Ich bin Ilona Riesen, Projektleitung E-Learning bei der Sprachenfabrik GmbH und verantworte hier unseren E-Learning-Bereich. Bei unserem E-Learning-Bereich geht es um digitale Lernangebote, also Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung für Sprachdienstleister und Dienstleisterinnen im Großen und Ganzen und im ersten Schritt insbesondere Lernangebote für Übersetzerinnen und Übersetzer. Und heute in diesem Video wird es darum gehen, dass ich beschreibe, welche Konzeption, also welche theoretischen und angewandten Überlegungen beziehungsweise praktisch orientierten, angewandt orientierten Überlegungen unseren Kursen, unseren Angeboten zugrunde gelegt wurden und auf welcher Grundlage entstehen unsere Themen, auf welcher Grundlage werden Lehrmaterialien vorbereitet, was sind unsere grundsätzlichen Zielsetzungen. Wir gucken uns zuerst also ja, sozusagen den theoretischen Part, also die Grundideen, die Ausrichtungen, die Faktoren, die unsere Kursentwicklung beeinflussen an. Und dann spreche ich auch konkret über die digitalen Angebote, also Online-Kurse, die wir bereits anbieten, beziehungsweise die jetzt aktuell aktiv in Planung beziehungsweise Ausarbeitung sind. Als erstes schauen wir uns die Übersetzungsbranche an und überlegen, welche Implikationen haben die aktuellen ja, Ereignisse, die aktuelle Lage und die antizipierten Entwicklungen in der Branche auf den Fortbildungsbedarf in der Branche. Und das fließt dann in die Erarbeitung von neuen Kursideen beziehungsweise neuen ja, Entwicklungen innerhalb der Kurse. Als erstes schauen wir uns, beziehungsweise als erstes haben wir uns bewusst gemacht, dass der Übersetzungsmarkt in der Welt und in Deutschland stark fragmentiert ist und eine geringe Marktkonzentration vorliegt. Das bedeutet, dass es eine große bis sehr große Anzahl von Übersetzungsdienstleistungsanbietern gibt in Deutschland und das sind vorwiegend kleine Anbieter, also freiberufliche Übersetzer und Übersetzerinnen, die als Solo-Selbstständige aktiv sind. Es gibt natürlich auch kleine und mittelgroße Unternehmen, wie zum Beispiel die Sprachenfabrik. Wir sind ein mittelgroßer Sprachdienstleister und es gibt nicht viele, aber doch einige große bis sehr große Anbieter, also Übersetzungsagenturen beziehungsweise Übersetzungsdienstleister, Sprachdienstleister im Allgemeinen. Es werden in der Regel bei solchen Unternehmen nicht nur Übersetzungen angeboten. Davon gibt es aber nicht viele. Das sind meines Wissens so circa 10–15% der Unternehmen auf dem Übersetzungsmarkt und einen dominanten Teil, also 90% aller Akteure auf dem Übersetzungsmarkt, also alle Anbieter auf dem Übersetzungsmarkt, sind freiberufliche Übersetzer bzw. Ein-Mann-Unternehmen. Das steht auch schon im nächsten Schritt. Und zwischen oder bei so einer großen Anzahl von Anbietern ist natürlich klar, dass ein starker Wettbewerb vorherrscht. Das kennt ihr bestimmt auch. Es man ist, also Übersetzer und Übersetzerinnen sind untereinander zum einen Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sie alleine arbeiten, benötigen sie natürlich Austausch über den eigenen Beruf. Und gleichzeitig stehen wir aber miteinander im Wettbewerb, wenn es um die Aufträge von unseren Wunschkunden geht. Und außerdem ist der Markt dadurch gekennzeichnet, dass wenig Kooperationen unter einzelnen Übersetzungsanbietern existieren. Es gibt natürlich Kooperationen, es gibt auch große Unternehmen, die sich zusammenschließen. Es gibt freiberufliche Übersetzer, die mit anderen freiberuflichen Übersetzern zusammenarbeiten in bestimmten Projekten oder dauerhaft. Aber grundsätzlich gibt es relativ wenige Kooperationen. Jeder, insbesondere freiberufliche Übersetzer, steht also quasi für sich und ist auch selbstverantwortlich. Außerdem haben wir in den blau hervorgehobenen Kästen, sieht man das, auch äußere Einwirkungen auf den Übersetzungsmarkt beziehungsweise auf die Tätigkeit der einzelnen ja, Übersetzungs- oder Sprachdienstleister.
und Dienstleisterinnen. Zum einen sind das die Globalisierung und Internationalisierung, die dazu führen, dass immer mehr miteinander kommuniziert wird, schriftlich, mündlich, per Video und ja, über die Medien. Und da nicht jeder natürlich die entsprechende Fremdsprache beherrscht, ist die Nachfrage nach Übersetzungen in den letzten Jahren stark gestiegen. Das wird auch im nächsten Schritt, werde ich darauf noch mal kurz eingehen. Zudem unterliegen wir alle, also in allen Branchen, dem technologischen Fortschritt und der Digitalisierung. Das habt ihr bestimmt auch gemerkt in den letzten Jahren, insbesondere mit, also im nächsten Kasten aufgeführten Pandemie oder Zuwanderungswellen ist der Anteil der digitalen Kommunikation, die mit Hilfe des technologischen Fortschrittes natürlich möglich ist, stark angestiegen. Diese ganzen Faktoren, die ich gerade schon ausgeführt habe, führen dazu, dass die Übersetzungsvolumina, also die Nachfrage nach Übersetzungen in quantitativer Sicht in der letzten Dekade, würde ich sagen, äh, kontinuierlich gestiegen ist und höchstwahrscheinlich weiter steigen wird. Wir haben uns quasi daran gewöhnt in den letzten Jahren, dass wir immer mehr schriftlich bzw. per Video miteinander kommunizieren und das führt dazu, dass die Nachfrage nach schriftlichen und mündlichen Übersetzungen, also nach Verdolmetschung, immer weiter ansteigt. Und das alles zusammen bedeutet für uns als Weiterbildungsanbieter, dass ein hoher Bedarf an individualisierten Lernangeboten auf dem Markt besteht, auf dem deutschen, aber auch auf dem globalen Markt. Und dadurch, dass es häufig oder vorwiegend Solo-Selbstständige sind, die diesen Bedarf aufweisen, bedeutet das nicht nur, dass die Nachfrage nach individuell anpassbaren Weiterbildungen vorhanden ist, sondern auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung mitgebracht wird. Das heißt, unsere potenziellen Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen brauchen nicht nur auf ihr Leben oder ihre Tätigkeit angepassten Weiterbildungen, sondern müssen sich auch darum kümmern. Sie müssen nach passenden Weiterbildungen suchen. Sie nehmen zum Teil oder möchten zum Teil den Verlauf ihrer Weiterbildung beeinflussen können. Und das sind alles Faktoren, auf denen unsere Überlegungen in Bezug darauf basieren, was wir anbieten wollen und in welcher Form, mit welcher Methodik wir das anbieten wollen. Und so entsteht unsere grundsätzliche Konzeption. Wir bieten aktuelle, moderne Inhalte im Rahmen unserer Lernangebote an, also im Rahmen unserer Kurse. Wie ihr vielleicht also bereits verstanden habt, bieten wir Online-Kurse an, beziehungsweise digitale Lernangebote. Das sind nicht nur kurze Kurse, sondern auch ganze Lehrgänge. Die sind aber alle digital, also alle wie eine Art Fernlernkurs organisiert und können von überall in der Welt gebucht werden und besucht werden, in Anführungszeichen. Und dadurch, dass wir wissen, dass unsere Nachfrage, unsere Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer ein hohes Maß an individualisierten Angeboten und Eigenverantwortung mitbringen, geben wir ihnen die Möglichkeit, solche Angebote zu bekommen, indem wir unsere Lerninhalte individuell und flexibel verpacken, also in Modulen und Lektionen organisieren, die wie Bausteine miteinander kombiniert werden können, sodass man einen eigenen Kurs zusammenstellt. Beziehungsweise man muss einen eigenen Kurs nicht unbedingt zusammenstellen. Wir bieten auch Standardprogramme an, innerhalb derer Flexibilisierung möglich ist. Für das alles verwenden wir moderne Methoden. Wir haben zum Beispiel eine Lernplattform. Wir überlegen uns, wie kann man viele Informationen oder wie kann man viel Information so verpacken, dass man sie schnell, ich sag mal, konsumieren kann, dass man also diese Information schnell aufnehmen und in die eigene berufliche Tätigkeit transferieren kann. Und das führt dazu, dass wir als Hauptprinzip ein praxisorientiertes Lernen ermöglichen. Konkret
sieht das dann folgendermaßen aus. Wir führen eine ausführliche persönliche Beratung und Betreuung durch, vor, während und nach dem Kurs bzw. Lehrgang durch. Das bedeutet, bevor ein Kurs bei uns gebucht wird, beraten wir ganz ausführlich und zwar mit dem Blick auf eure individuelle Lebenssituation, berufliche Ziele, Qualifikationen und andere Voraussetzungen beziehungsweise andere, ja, anderes Mitgebrachtes sozusagen, also andere Faktoren, die jeder individuelle oder jede individuelle Kursteilnehmerin oder Kursteilnehmer mitbringt. Zum Beispiel bereiten wir auf unterschiedliche Prüfungen vor, und zwar auf die Art und Weise, dass die Vorkenntnisse berücksichtigt werden können und nur das gelernt werden muss, was noch fehlt, ja, und was aber zu der Zielsetzung, also zu einer bestimmten Prüfung, passt. Dann haben wir oder bieten wir ausführliche und didaktisch aufbereitete Lernmaterialien an. Die Lernmaterialien werden also es werden nicht einfach nur Seiten in bestimmten Lehrbüchern genannt, sondern Lehrmaterialien werden vorbereitet. Kursteilnehmer bekommen bei uns zum Beispiel vorbereitete Arbeitsblätter, die mit Hilfe von Fragen und Hinweisen die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen dort zum Lernziel führen. Ja? Sie geben die nötigen Hinweise dafür, was gesucht werden muss, was recherchiert werden muss, was gelernt werden muss, was wichtig ist und was weniger wichtig ist und so weiter. Ja, wir bereiten unsere Materialien didaktisch so vor, dass dieses praxisorientierte Lernen individuell und flexibel auch tatsächlich möglich ist. Wir haben für einzelne Kurse auch tatsächlich eigene Lehrbücher, zum Beispiel das Lehrbuch für Wirtschafts- und Rechtsübersetzung Russisch-Deutsch, das im Rahmen der Übersetzerkurse Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch verwendet wird. Das Lehrbuch ist von mir persönlich geschrieben und im BTÜ-Fachverlag im Jahr 2021 erschienen. Und es sind andere Lehrbücher noch in Arbeit. Der Zugang zu unseren Lernmaterialien ist von überall in der Welt möglich. Über ja, einen Online-Browser. Das heißt, unsere Lernmaterialien, unsere Videos, unsere Hinweise, Lehrpläne und so weiter liegen alle auf einer Lernplattform beziehungsweise werden mit Hilfe einer Lernplattform an euch getragen, an euch weitergegeben. Und diese Lernplattform ist Moodle-basiert. Das ist ein Learning Management System, das ja, wie soll ich sagen, häufig im akademischen Kontext verwendet wird und dadurch auch sehr breit ausgebaut ist. Es gibt eine App zum Beispiel, über die man auf die Kursinhalte zugreifen kann, die auch von Moodle programmiert wurde und von allen verwendet werden kann, kostenlos. Und online mit Hilfe eines Computers oder eines Tablets kann auf die Lernplattform auch zugegriffen werden, sodass man halt überall die Lernmaterialien zur Verfügung hat, egal ob man im Urlaub ist oder gerade im Rahmen der eigenen Weiterbildung zu Hause lernt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ein sehr hoher Individualisierungsgrad im Rahmen der ja, Kursplanung möglich. Das heißt, dass ja, unser Prinzip an dieser Stelle ist, lerne nur das, was du lernen willst und in deinem Tempo. Ja, die Kurse sind nicht nur inhaltlich individualisierbar, sondern auch was die Länge angeht. Das heißt, man kann einen Kurs recht intensiv machen, also sehr schnell, sehr viele Inhalte innerhalb von einem kurzen Zeitraum oder langsam, wenn man viele andere Verpflichtungen hat und nicht die Möglichkeit hat, jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu lernen, kann man unseren Kurs auch quasi in die Länge ziehen und im eigenen Tempo zu den Tageszeiten auf die Materialien zugreifen, die einem auch liegen bzw. für einen möglich sind. Wir haben sehr kurze Kündigungsfristen. Normalerweise oder eigentlich bei allen Kursen ist die Kündigungsfrist 1 Monat zum nächsten Monatsende, außer bei ganz kurzen Kursen, die eigentlich innerhalb von einem Monat absolviert werden können. Da gibt es keine Kündigungsfrist, da gibt es natürlich nur eine Buchung. Aber bei allen Lehrgängen, die länger als 2 Monate gehen, ist eine Kündigung innerhalb von einem Monat möglich. Und wir haben grundsätzlich eine hohe Flexibilität als ja, als einen wichtigen Wert bei in unserem E-Learning-Bereich, bei allen E-Learning-Angeboten in Bezug auf die Inhalte und Intensität. Das als Fazit dazu.
Und was wir konkret anbieten, darauf gehe ich jetzt ein. Wir haben die Kurse im Moment in 3 Bereiche unterteilt. Zum einen bereiten wir auf Übersetzerprüfungen vor. Hier sind nicht alle Kurse aufgeführt. Da sind ein paar Beispielkurse, die in diesem Bereich angeboten werden. Also die gesamte Kursübersicht findet ihr auf der Internetseite unseres Portals, unserer Lernplattform. Die Internetseite werde ich in der Beschreibung verlinken und sie lautet sprachenfabrik-bildungsportal.de. Als Beispiel möchte ich folgende Kurse nennen. Wir bereiten auf die IHK-Übersetzerprüfungen für die Sprachkombinationen Englisch-Deutsch und Russisch-Deutsch vor und wir bereiten auf die staatlichen Übersetzerprüfungen auch eben für diese Sprachkombinationen vor. Das sind Englisch-Deutsch und Russisch-Deutsch, also alle staatlichen Prüfungen in Deutschland mit Fahrgebieten Recht, Wirtschaft und Sozialwissenschaften. Andere Fahrgebiete sind auf Anfrage möglich. Zum Beispiel gibt es ja also Kursteilnehmer bzw. Gibt es Prüfungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, die mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund kommen und ein entsprechendes Fahrgebiet in der Prüfung auswählen können oder müssen. Mit solchen Fragen könnt ihr euch auch an uns wenden und dann können wir schauen, in welchem Format wir auch dieses Fahrgebiet anbieten können. Der zweite Kursbereich ist Urkundenübersetzung und Gerichtsdolmetschen. Vorweg möchte ich sagen, wir bieten im Moment keine Dolmetschkurse an, aber das theoretische und praktische Wissen, das man in unseren Rechtsübersetzungskursen erlernt, ist auch natürlich im Gerichtsdolmetschen einsetzbar, beziehungsweise sollte auch im Rahmen der Gerichtsdolmetsch-Aufträge eingesetzt werden. In diesem Bereich bieten wir solche Kurse wie Einführung ins Urkundenübersetzen an. Das ist ein Kurs, der nicht sprachgebunden ist. Ja, die ganzen Inhalte werden in deutscher Sprache vermittelt und es geht um Urkundenübersetzungen im deutschen Sprachraum beziehungsweise in Deutschland. Ja, da gibt es also keine weitere Sprache, die von Bedeutung ist. Das heißt, dieser Kurs gibt formale Informationen und auch praktisch angewandte Informationen darüber, wie Urkundenübersetzungen in Deutschland angefertigt werden oder wie man eine Ermächtigung bekommt und was man mit dieser Ermächtigung machen kann zum Beispiel und kann also von allen besucht werden, die entweder vor kurzem eine Ermächtigung bekommen haben, beziehungsweise eine solche beabsichtigen, und zwar ja, in Deutschland. Dann bieten wir als vertiefenden Kurs oder als vertiefende Kurse nach diesem ersten Einführungskurs auch Kurse zur Praxis des Urkundenübersetzens an in 3 Sprachenpaaren. Das sind dann Englisch-Deutsch, Russisch-Deutsch und Ukrainisch-Deutsch. Und dann bieten wir auch Kurse zur Rechtssprache für Übersetzer aus dem Deutschen ins Englische und umgekehrt und für Übersetzer Deutsch-Russisch an. Diese Kurse bereiten auf die Ermächtigung vor. Ja, für die Ermächtigung ist ja eine Voraussetzung, dass man Grundkenntnisse der deutschen Rechtssprache mitbringt. Und wir haben ja diese Anforderung quasi in der Form ausgebaut, dass wir nicht nur die Rechtskenntnisse der deutschen Rechtssprache anbieten, sondern direkt einen Online-Kurs anbieten, bei dem es darum geht, dass man auch tatsächlich also mit der eigenen weiteren Arbeitssprache ähm, die Rechtssprache der beiden Sprachräume übt und das theoretische Wissen für beide Sprachräume erlernt. Und der dritte Bereich in unserem Portfolio ist Projektmanagement und EDV für die Sprachenbranche. Da geht es dann um solche Kurse, die irgendwas mit Software bzw. mit der Digitalisierung oder mit technischen und methodischen Fragestellungen zu tun haben. Und zwar im Moment bieten wir bzw. bauen wir folgende Kurse aus. Da sind einmal Post-Editing mit einem praktischen Anteil. Also es gibt im Rahmen dieses Kurses verschiedene Module. Zum einen theoretische Module, die auch getrennt gebucht werden können. Und wenn man eine Vertiefung wünscht, dann kann das ähnlich wie ich eben schon über das Urkundenübersetzen erläutert habe, auch einen praktischen
praktische Module buchen, und zwar für Sprachkombinationen Deutsch-Englisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Russisch, Deutsch-Französisch und Deutsch-Spanisch. Da gibt es, wie bei allen anderen Kursen eigentlich, die mit Praxis zu tun haben, wird da nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern nach der Vermittlung des theoretischen Wissens werden Hausaufgaben angeboten, die von Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen zu Hause eigenständig ausgeführt werden, über die Lernplattform an uns zurückgeschickt werden und von unseren Dozentinnen und Dozenten korrigiert werden. Und so bekommen die Kursteilnehmer immer mindestens 2 Lösungen für die Hausaufgaben, Übersetzungen in der Regel, und zwar also ihre eigene korrigierte Lösung zurück plus eine Musterlösung, also so eine Art Musterübersetzung, die eine Variante der richtigen Übersetzung zeigt, beziehungsweise im Falle von Post-Editing eine Art von der Vorgehensweise zeigt, wie man einen bestimmten Auftrag zum Beispiel im Rahmen des Post-Editings bearbeiten würde. Dann bieten wir Kurse im Projektmanagement an mit 2 Schwerpunkten, also Projektmanagement für Sprachdienstleister mit Schwerpunkt Übersetzung. Das ist ein Kurs, der sich eher an Übersetzer und Übersetzerinnen richtet, die ja Interesse haben, das eigene Projektmanagement auf ein höheres Niveau zu heben, also mehr Methodik zu lernen, mehr effektive und effiziente Vorgehensweisen zu lernen, um ja in ihrer eigenen freiberuflichen Tätigkeit vielleicht oder auch in einem Unternehmen effizienter zu sein. Und dann gibt es noch den Kurs Projektmanagement für Sprachdienstleister mit Schwerpunkt Auftragsmanagement. Das ist ein Kurs für Projektmanager, also für Menschen, die im Projektmanagement bei einem Sprachdienstleister arbeiten möchten, also vorwiegend Projektmanagementaufgaben ausführen möchten. Und ja, da sind beides Lehrgänge, die mehrere Monate dauern können und die aber dann wirklich eine Qualifikation mit einem starken methodischen Hintergrund anbieten und auch sehr interaktiv bzw. sehr praxisorientiert sind. Hier ist nur ein kleiner Einblick in unsere Lernplattform. So sieht das ungefähr aus, wenn man zum Beispiel diese Kurse gebucht hat. Und so seht ihr auch, ja, wo unser Bildungsportal zu finden ist. Und da könnt ihr euch umschauen. Wenn man auf die Startseite des Portals kommt, dann kann man alle Kurse sehen, die im Moment buchbar sind. Bei Fragen wendet euch gern an mich oder an meine Kolleginnen und Kollegen bei der Sprachenfabrik. Mich findet ihr unter diesen Kontaktdaten, die jetzt hier angegeben sind, und die werden auch nochmal verlinkt sein unter dem Video in der Beschreibung. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Kontaktaufnahme, auf eure Fragen, auf eure Kommentare und einen Austausch zum Thema Fortbildung für Übersetzerinnen und Übersetzer.